Bevor die Reaktion losgeht. Flying Uwe ist fast täglich ab 21 Uhr live auf Twitch. Den Link zu seinem Stream findet ihr unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Oh, guck dich das mal an. Yeah, fuck yeah. Oh, das ist mein Auto. Bumblebee, Digga. Das ist mein Auto. Gelb, schwarze Akzente, perfekt, Digga. Das will ich haben. So, fertig, genau so. Guck dir das an. Geil. Ja. Schönes Teil. Gelb ist eigentlich richtig. Gelb ist eigentlich die eigentliche Ferrari-Farbe. Yo, what's up YouTube? Dave here. You are watching Studio Motors today. Aber das sind neue Lichter und so, oder? Guckt euch das mal an. Das sind ja die neuen Lichter von dem heutigen Ferrari Nee. Wie heißt der denn? Hinten die Runden. Den fand ich auch immer so geil. 500, nee, ich weiß, kriege ich nicht mehr zusammen. Modena? Nee, 500, welchen fand ich denn immer so geil? Und dann der Nachfolger. 500, weiß ich nicht mehr. Nein, neue Modelle. 599 GTO, ja, kann sein, weiß nicht. Also, ich hatte immer einen und dann das neue Modell davon. Und das sind dann die Lichter so. Aber krass, ne? Geil, Alter. With our new lighting on it, let there be light, baby. Thank you to the guys at Morimoto for creating such a dope product, for getting it out to us so quickly. We've upgraded all the lights on the exterior of the 355. Ja. Lichter, Hammer. Der alte Stil mit den neuen Lichtern. Back tail lights of our 355 are completely swapped out with 350. these super cool modern LEDs from Morimoto made specifically for Ferraris. Today, we got them in the 355. We got them running. They look incredible. It's reversible, and it's a plug-and-play system from Morimoto. I did the install myself over here with a little bit of help from a friend. It's not. Dann ist das schön in Kalifornien, Digga. Ihr seht der California-Schild. Da regnet es kaum, da kannst du, aber die Straße ist halt nicht immer geil, aber not super hard. If you took this to some kind of shop to do it for you, they'd knock it out in no time, maybe an hour, hour and a half max. One of my fears of putting these on were, are these lights going to be so modern that it doesn't fit the look? Wisst ihr, worauf ich jetzt richtig Bock habe zu zocken, wenn ich sowas sehe, Chat? Wisst ihr, worauf ich richtig Bock habe gerade? Und was erinnert euch sowas? So Werkstatt-Style, geile Kiste steht da drin. An welches Spiel müsst ihr gerade denken? Forza, Vice City, Forza, Need for Speed. Ja, ich verstehe, Forza verstehe ich, aber eher eigentlich von der Atmosphäre gerade Need for Speed bisschen, muss ich eher sagen. Was ist gerade das neueste Need for Speed? Wir hatten das vorletzte, Heat hatten wir damals immer gespielt. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Heat? Ich weiß gar nicht, ob wir es nur auf YouTube gestreamt hatten, weil wir gebannt waren, ich weiß das nicht mehr. Aber, anbauen ist das Neue jetzt, ne? But here's the crazy thing. The design of the 355 is so timeless, it's so perfect. It kind of looks like somebody created a brand new, modern retro car. Nothing but compliments for these lights as I've been driving it around since the install. Happy with these, I love them. Morimoto, thank you guys so much. Matt, thank you, brother. Das ist wirklich mal eine Wertanlage. Ich hatte mich ja schon vor 7 Jahren für dieses Auto interessiert, für dieses Modell. Und ich habe gesehen, im Laufe der Zeit, die Preise wurden immer mehr und mehr. Das ist tatsächlich so bei der Kiste. Aber ich habe mich mal mit JP darüber unterhalten, der hätte da noch einen für mich. Oh, geil. This is the original 355 tail light, okay? And if we hold it next to this right here, I mean, it is such a night and day difference on the car. It's literally basically a lens cover. And die Lichter machen echt viel aus. Geil gemacht. This thing is, oh my God. Ich bin ja nicht so der große Fan immer von umbauen. Aber bei diesem Auto, mit diesem, das passt, als wenn das so fast schon so soll. Das ist schon so, oder was heißt so soll, aber alte Zeit trifft Neuzeit und das zusammen einfach eins. Versteht ihr?
It's so intricate, and how it works, how it blinks. They're bright, they're crisp, it looks phenomenal. But look at this, look at the difference of this compared to this. Like, it's night and day. And the fact that R355 is a super clean one, like the paint's immaculate on this thing. It's a very beautiful spec. I love my 355. When it... Genau, Chat, es fällt nicht zu krass auf, dass sie neu sind. Ja, da musst du noch ein bisschen genauer hingucken. Genau, weil du denkst so, ja, okay, geil, so, aber warte mal. It is time, a long time from now, for me to get rid of this car and find a new home for it. The next buyer could have the peace of mind that what I've done to the car is reversible, nothing's damaged, and take it back to stock. So that's very important. So if you do any upgrades like that to a car like this, make sure you keep all the original components. They are definitely worth a lot of money, and also you want to be able to reverse this stuff. So that's the comparison, guys. It's night and day. I am so stoked about this, and I can't wait to light them up and show you. But before we light up the tails and show you those, let me show you the front end of the car and how cool that looks. It took me a while, but I found some clear European lenses for the reflectors and the running lights on the car. So this is the headlight, this is the running light, and this is the blinker on the corner over here, and then this is your fogs down here. All of these are upgraded to LEDs from Morimoto, but besides upgrading to LEDs, these lenses, when I bought the car, it's a US spec car, right? So these shipped with orange lenses, and it looked terrible, and it took me forever to find these clear European lenses, and I am embarrassed by how much I had to pay to get my hands on. Oh, guckt euch das mal an. Er ist, glaube ich, auch nicht gerade groß, von der Körpergröße her. Und dieses Auto ist einfach so geil flach, ich feiere das. These things, but it's a car that deserves that. It's a car that I wanted to bring back using original Ferrari parts on it as much as possible, and we achieved that. The difference in how the front end looks with the clear lenses versus the orange ones is another night and day difference. Here's what came off of the car, guys. So take a look at this and how orange that is, and how much extra amber and warmth it adds to the front end of the car where the car doesn't need it. The only reason we had these oranges on there is for the US spec cars. Also, I'll tell you what else I can't change on it, and I'm pissed about it. This acts as a turn signal and as a reflector on the side. European cars, again, didn't have this. This was just flush. But in America, we have a cutout over here. The problem is, because the European cars didn't have this, there is no Ferrari replacement for this to be a clear lens. This has to be figured out, and it's gonna bother me until I do. Ich hatte sogar die Seitenlichter, gibt es ja, glaube ich, nur in Amerika, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Und ich glaube, bei meinem Camaro war das auch so. Da hatten wir auch die Lichter so an der Seite. Bei mir war das hinten am Heck irgendwie so. Und die haben wir dann eigentlich überfoliert, wenn ich mich recht erinnere. These look so much crisper and so much brighter than what was in here. It was such a huge improvement, and how bad the Ferrari's lighting was before this upgrade. There is no visibility issue whatsoever in the car. You could have the running lights on, fog lights on, or off. The headlights alone are enough to give you modern lighting for today's cars and today's roads. All these things are important, and I'm babying the car and thinking about the littlest stuff, but at night driving, I'm getting horrible visibility. So safety is super important, especially if you value your investment. This isn't a car to me, it's a piece of art created by Ferrari and Pininfarina. There is no difference between this and a $150,000 painting that... Ich sage ganz ehrlich, den kaufen, ne, ab und zu mal fahren und wie so eine VGA so einen Glaskasten reinstellen. So wie der eine andere YouTuber, wo wir uns dessen Haus angesehen haben, wo sein Lamborghini in so einem Glaskasten drin stand. Das für dieses Auto perfekt. Rein in den Glaskasten, kannst ab und zu mal gucken, Alter. You hang on a wall in an office or a home or in your collection. What's the difference? This is my piece of art. People come and look at it in here. I drive it on the street. I enjoy my art, and I drive it around, and people in the world enjoy it as well. And it's all about protecting your art.
Wie oft will er immer noch seinen Studio-Motors einblenden? These things look so cool. It's such a crisp red ring around the lights. You get a little bit of light leaking inside the white area, but the prominent area that's lit. Stellt euch mal vor, einfach hier in meinem Raum steht er so. So. Dann ist er irgendwie hier so an der Seite so. Hier ist ja genug Platz, weißt du? Und dann seht ihr immer so praktisch, das Heck seht ihr dann immer und wie dann diese Lichter an sind. Im Stream so, einfach so. Weißt du, was ich meine? Wir müssen jetzt visualisieren. Die Frage ist, wie kriege ich ihn nur hier runter? Geil, ne? So schräg so. Nee, vielleicht so. Damit ihr dann das Licht von hinten sehen könnt. Schönes Teil. Kauft ihr das Heck? Ja genau, wir kaufen uns so das Heck. Lit up is just the ring around it. From this corner it looks good. From straight behind it looks good. Any corner, the car looks really, really good with these taillights. This is more of a 488 type of a taillight. But the thing is, the 488 came with single lights on both sides. So it's kind of odd seeing that 458 style taillight, but it's double and it's on the back of a more slate, flatter looking Ferrari. It's just retro as hell, man. It's crazy. It's one of my favorite Ferraris, the 355. My all-time favorite being the F40. And to be able to do this and make it completely reversible, to bring it into the future. Style taillight. Guckt euch doch dieses Heck an. Erstmal denkst du spielst jetzt hier gerade Need for Speed, aber guckt euch dieses Heck an. Richtig geil, flach, breit, da mit der schwarzen Linie, die Lichter, die Abgasrohre hinten. Okay, dieser Verschnitt ist so ein bisschen übertrieben so, aber geil. But it's double and it's on the back of a more slate, flatter looking Ferrari. It's just retro as hell, man. It's crazy. It's one of my favorite Ferraris, the 355, my all-time favorite being the F40. And to be able to do this and make it completely reversible, to bring it into the future to where I feel like I have a modern car. Der Jean-Pierre schreibt, willst du dir einen kaufen? Also, auch bevor ich meinen McLaren hatte, oder meine McLarens 3 Modelle oder was ich da hatte, wollte ich schon eigentlich immer den auch haben. Ganz weit, immer schon weit vorher. Und irgendwann, wenn ich mal ein bisschen ruhiger, dann möchte ich so eine alte Kiste haben. Entweder Mustang oder den 355 Ferrari oder irgendwas Altes. Bin halt Retro-Fan. Guckt euch hinten den Hintergrund an. Ist so halt mein Ding so. So, ja. Nicht mehr so was Neues hier, da, okay, plötzlich habe ich irgendein, keine Ahnung, später doch einen Neuwagen mit hier, weil limitiert oder so. Man weiß nie. Jetzt so, wenn dann so ein schön was Altes, Geiles. Crazy. It's one of my favorite Ferraris, the 355, my all-time favorite being the F40. And to be able to do this and make it completely reversible, to bring it into the future to where I feel like I have a modern car. It's got that modern vibe with a retro feel to it. Man, I am so excited about this. Let's start off with just the brakes. Here we go. Turn signals. So this is what reverse looks like, guys. There we go. Super, super bright. Reverse with the brake on. Aber was ich halt eins sagen muss, ich werde mir, also sag niemals nie, aber ich will mir nie wieder ein Auto kaufen, wo ich weiß, also wenn, dann kaufe ich mir nur ein Auto, wo ich weiß, wertstabil oder Invest geht höher. So werde ich nur noch Autos kaufen. Wenn ich mir also wir reden von Sportautos, ne? Jetzt normale Autos, die lease ich immer, am besten Hybrid, 0,5, man kennt's, Prozent. Aber sonst halt immer auch mit dem Gedanken so investtechnisch oder wenn man wieder was verkauft, dass man wenigstens Pi mal Daumen das Geld zurückkriegt, was man ausgegeben hat. Reverse off. How good does that look, guys? Geil. That wraps up our Morimoto episode. I hope you really enjoyed it as much as I enjoyed the new lights on the car. If there's any interest in upgrading the lighting on your vehicle, any type of vehicle, morimotohid.com, guys, check them out. If you want the Ferrari tail lights specifically, they are the only place to get that. There is no alternative. If you want a new exotic or you want to sell us your exotic, studiomotors.com. Thank you for watching. Like, subscribe, share. We love you guys. Dave, Studio Motors, we're out.
Ah ja. Schönes Teil. Muss man echt mal sagen. Schönes Teil. Schon so ein bisschen so eine Überlegung wert.